Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein ganz süßes und schönes Rezept für euch und zwar zeige ich euch heute, wie man solche schönen Hefeteigblumen herstellt. Viel Spaß! Für den Hefeteig braucht ihr 500 Gramm Mehl, 220 Milliliter lauwarme Milch, dann habe ich hier 60 Gramm Zucker, 60 Gramm weiche Butter, einen halben Würfel Hefe, einen halben Teelöffel Salz und ein Ei der Größe M. Los geht's. Die Milch müsst ihr natürlich erhitzen auf mindestens 37 Grad, also das langt vollkommen für die Hefe zum Arbeiten. Da gebt ihr jetzt vom Zucker eine Prise Zucker dazu und dann noch die Hefe hineinbröseln. Das Ganze so lange verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat und dann kurz zur Seite stellen. Dann geht's weiter mit dem Rest. Das Mehl kommt in eine Schüssel, da gebt ihr dann noch den restlichen Zucker mit hinein. Und dann wird mit einem Löffel so eine Mulde geschoben, sage ich jetzt mal. Also eine große Mulde, denn ich gebe jetzt hier das ganze Hefewasser hinein. Wenn ein bisschen Mehl mit hineinfällt, das macht überhaupt nichts aus, denn die Hefe braucht ja auch das Mehl, um zu arbeiten. Die Flüssigkeit dann noch mit ein bisschen Mehl bedecken, also es muss nicht alles bedeckt sein, so ein bisschen langt. Dann nimmt ihr ein Tuch, das legt ihr darüber und dann darf die Hefe so gute 10 Minuten arbeiten. Nach den 10 Minuten sah es dann so aus, also man sieht schon, die Hefe ist aufgegangen. Jetzt gebt ihr die restlichen Zutaten dazu, das war jetzt noch das Ei und die weiche Butter. Ich habe sie nicht flüssig gemacht, sondern sie war so richtig weich, so wie ihr es hier wunderschön sehen könnt. Das langt wirklich, um einen perfekten Hefeteig herzustellen. Und dann wird das Ganze verknetet. Ich mache es immer so als erstes mit der Maschine, so gute 5 bis 6 Minuten. Dann gebe ich meinen Hefeteig noch auf eine saubere Arbeitsfläche. Da kommt ein bisschen Mehl drauf und dann nochmal kräftig mit den Händen durchkneten. Und zwar mache ich das immer so. Ich ziehe den Teig von mir weg und schlage ihn dann zu mir hinein wieder um. Habt ihr das verstanden? Ja? Also wegziehen und wieder zu mir herziehen. Habt ihr hier jetzt eigentlich doch ganz toll gesehen, oder? Und dann habt ihr einen wunderschönen Hefeteig. Sieht der nicht toll aus? Ich freue mich immer so, wenn meine Hefeteige so toll ausschauen. Also der war wirklich perfekt. Der darf jetzt noch gehen und zwar braucht ihr da eine Schüssel, da kommt ein bisschen Mehl hinein. Gebt den Teig da hinein und deckt ihn ab. Und dann darf er an einem warmen Ort, bei mir war es die Heizung, ich habe es ja auf 2 gestellt, so gut 1 Stunde gehen. Der Teig soll sich mindestens verdoppelt haben, so wie hier. Ist der nicht schön? Also der ist mir echt mal wieder richtig toll gelungen. Der wird jetzt nochmal durchgeknetet, ebenfalls wieder eine saubere Arbeitsfläche, Mehl darauf geben und nochmal durchkneten. Und jetzt muss der Teig eingeteilt werden. Und zwar für eine Blume braucht ihr 5 Kugeln. Und zwar eine Kugel hatte bei mir 20 Gramm. Wiegt sie ab, denn die sollen ja wirklich gleich groß sein, damit das Ganze auch richtig schön ausschaut. Dann müsst ihr die kleine Kugel noch formen. Ich mache das immer so, ich ziehe das immer so von oben nach unten. Kann man hier eigentlich ganz gut sehen, oder? So entsteht ein Druck innen drin und dann wird die Oberfläche irgendwie viel, viel schöner und glatter. Und dann mit den Händen rollen. Ihr könnt es auch auf der Arbeitsplatte machen. So sah sie dann aus. Und das müsst ihr jetzt mit dem ganzen Teig machen. Also ich habe 8 Stück rausgebracht und es ist zwar eine kleine Arbeit, aber es lohnt sich. Den Ofen heizt ihr jetzt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vor. Dann braucht ihr ein Backblech, das mit Backpapier auslegen. Und jetzt legt ihr eure 5 Kügelchen zu einer Blume, so wie ich hier. Noch ein bisschen zurechtformen und auch ein klein wenig andrücken. Die deckt er jetzt nochmal zu und lässt sie 10 Minuten gehen. In der Zwischenzeit habe ich hier ein Eigelb und so ein Esslöffel Milch. Das wird verrührt und zwar so lange, bis beides verbunden ist. Dann hole ich mein Blech wieder. Man sieht schon, sie sind ein bisschen größer geworden. Und dann werden meine Blümchen, jede Kugel einzeln, eingepinselt. Das gibt dann die schöne goldbraune Farbe beim Backen. Jetzt dürfen die Blumen für gute 20 Minuten backen. Und
Und nach dem Backen sahen sie so aus. Also die sind nochmal richtig groß geworden. Also sie sind richtig aufgegangen und deswegen, was ich vergessen habe zu sagen, legt wirklich bloß 4 Stück auf ein Backblech, denn die brauchen echt Platz. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Butter geschmolzen. Da pinsel ich jetzt noch meine warmen Blümchen ein. Und dann kommt bei mir noch Hagelzucker drüber. Ihr könnt auch alles andere nehmen. Was auch schön ausschaut, sind Kokosraspeln oder Mandelblättchen. Oder ihr gebt gar nichts drauf. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich fand jetzt den Hagelzucker ganz passend. Die dürfen jetzt auskühlen und dann geht es auch schon weiter an die Creme. Die ist mega einfach und ich mache das auch unheimlich gern, wenn es immer schnell gehen soll. Und zwar eine Packung Paradiescreme und 250 Milliliter Sahne. Die Sahne kommt in eine Schüssel, die wird kurz aufgeschlagen und dann einfach die Paradiescreme, ich hatte hier jetzt Vanille, ihr könnt auch jede andere nehmen, hineingeben und gute 3 Minuten verrühren lassen. Und dann habt ihr die perfekte Creme. Das Tolle an dieser Creme ist, die ist null flüssig, also da läuft euch nichts raus, wenn ihr das jetzt da reinspritzt. Die Masse kommt in einen Spritzbeutel und ihr seht es jetzt ganz gut. Einfach in die Mitte, also in das Loch, die Creme füllen und zwar so viel wie ihr wollt. Ich fand, das hat gelangt. Ich habe jetzt hier noch Erdbeeren genommen, die natürlich vorher waschen und in Scheiben schneiden. Ihr könnt aber auch Mandarinen, Heidelbeeren, Himbeeren oder was ich auch immer nehmen. Und hier zeige ich euch jetzt einen Fehler. Die waren so groß, die habe ich wieder weg und deswegen sieht jetzt die Creme so komisch aus und habe dann kleinere Stücke drauf gelegt und da sah die ganze Sache schon etwas schöner aus. Ich habe jetzt hier noch so ein Tortenguss-Spray. Ich finde das mega gut für so kleine Gebäcke. Da sprüht man einfach die Frucht ein und dann bleibt die frisch. Und dann sind ganz, ganz leckere und so hübsche Hefeblumen fertig. Übrigens müsst ihr es ja nicht unbedingt mit einer Creme füllen. Ihr könnt das Loch auch lassen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel auch noch ein Ei reinstellen. Gibt es ja auch diese Hefezöpfe mit Ei. Oder ihr legt irgendeine Praline oben drauf oder ihr lässt es einfach leer. Also die schauen in allen Varianten gut aus. Hier seht ihr eins, wo nichts drin war. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, wunderschöne Ostern und bis demnächst. Tschüss!